Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge sprechen wir über die Geschichte Spaniens. Und zwar werfen wir dieses Mal einen Blick auf die Zweite Spanische Republik von den Jahren 1931 bis zum Ausbruch des Spanischen Bürgerkriegs im Jahr 1936. Los geht's! Zunächst ein paar Vorbemerkungen. Die Geschichte der Zweiten Spanischen Republik gehört zu den konfliktreichsten Kapiteln in der spanischen Geschichte der Neuzeit. Das hängt vor allem damit zusammen, dass wir aus heutiger Perspektive natürlich um die Ergebnisse dieser Entwicklung wissen. Nämlich ein verheerender Bürgerkrieg zwischen den Jahren 1936 und 1939, der nicht nur auf Spanien begrenzt blieb, sondern auch durchaus zum Probe- und Testfeld für andere Länder Europas wurde, die sich daraufhin dann in einem neuen Krieg, nämlich dem Zweiten Weltkrieg, wiederfinden sollten. Darunter das faschistische Italien und natürlich auch das nationalsozialistische Deutschland. Der Spanische Bürgerkrieg, der zwischen 1936 und 1939 tobte, beendete schlussendlich die Zweite Spanische Republik und führte in eine spanische Diktatur, die ihre Pendants in Italien und Deutschland um Jahrzehnte überleben sollte. Die politischen Diskurse, an denen sich die diversen Konflikte in Spanien in den 1930er Jahren entzündeten, waren nicht alleine eine spanische Eigenheit, sondern diese Konflikte wurden in unterschiedlichen europäischen Ländern zu dieser Zeit ausgetragen. Dabei ging es um grundlegende Weichenstellungen, wohin sich europäische Gesellschaften im 20. Jahrhundert entwickeln sollten. Es ging hier um Fragen der Freiheit des Einzelnen gegenüber dem Kollektiv, es ging um die Stellung der Kirche in der Gesellschaft, es ging um das Verhältnis von Politik und Militär, um soziale Klassenkämpfe zwischen Arbeiterschaft und Bürgertum, um die Rechte der Frauen und nationaler Minderheiten und so weiter. Und alle diese Aspekte spielten mehr oder weniger auch eine Rolle bei den Auseinandersetzungen in der Zweiten Spanischen Republik in den 1930er Jahren und dem tragischen Ende, das dieses Kapitel nehmen sollte. Im Januar 1930 trat General Miguel Primo de Rivera, der Spanien de facto seit Jahren als Diktator geführt hatte, von seiner Regierungsverantwortung zurück und eröffnete damit den Weg für eine Neuausrichtung Spaniens. Doch wohin sich Spanien nach Jahren der Diktatur entwickeln sollte, war von Beginn an nicht klar gewesen. Zunächst einmal sollte ein neuer Militär die Regierungsgeschäfte übernehmen, der an die Verfassung von 1876 anschließen wollte. Sprich, man wollte im Grunde zurück zur Monarchie, wollte das frühere System Spaniens wiederherstellen. Um eine Rückkehr zur Monarchie, die aber de facto auch unter der Diktatur weiter existiert hatte, zu verhindern und einen tatsächlichen Wandel für die Gesellschaft in Spanien zu erreichen, arbeiteten nun vor allem linke Bewegungen und linke Parteien darauf zu, Spanien nachhaltig zu verändern. Man wollte einen Übergang von der Monarchie zu einer spanischen Republik schaffen. Die im Jahre 1931 abgehaltenen Gemeindewahlen waren in gewisser Weise eine indirekte Abstimmung auch über die Staatsform Spaniens für die Zukunft. Und bei diesen Abstimmungen zeigten sich recht große Unterschiede. Man hatte auf der einen Seite in Spanien die großen Metropolen, große Städte, wo sich ganz klar Linksbündnisse durchsetzten. Dort waren die linken Parteien sehr stark und holten dort die Mehrheit, also republikanische Kräfte und sozialistische Kräfte. Und man hatte ländliche Regionen, in denen das Verhältnis zwischen Sozialisten und Republikanern auf der einen Seite und Monarchisten auf der anderen Seite relativ ausgeglichen war. In manchen Regionen waren auch Monarchisten stärker. Das bedeutet, es war kein eindeutiger Kurs in Spanien absehbar, wohin sich das Land entwickeln würde. Und daher war es vielleicht naheliegend, dass der spanische König nun auch, um einen Bürgerkrieg letztendlich zu vermeiden, die Entscheidung traf, Spanien zu verlassen und damit quasi eine Rückkehr zur Monarchie unmöglich machte. Und in Folge setzten sich linke Kräfte durch und etablierten unter linksrepublikanischen Kräften und sozialistischen Kräften nun eine neue Regierung. Dieser Pakt von San Sebastián, also das Bündnis von linksrepublikanischen Kräften und Sozialisten, wurde nun zur neuen Regierung im neuen Spanien. Und von Beginn an war klar, dass sich Spanien grundlegend verändern würde. Denn unter Sozialisten und Linksrepublikanern wurde eine ganze Reihe von Reformen angestrengt, die natürlich unter der Vorgängerregierung, unter dem Diktator
de Rivera nicht machbar waren, denn sie richteten sich vor allem gegen die alten Eliten und versuchten für die große Masse der Bevölkerung letztlich ein besseres Leben, ein besseres gesellschaftliches Leben zu erreichen. Am 14. April 1931 wurde die neue, nun zweite Spanische Republik offiziell begründet bzw. ausgerufen. Der Chef der zunächst einmal eingesetzten Übergangsregierung wurde Niceto Zamora, eigentlich ein ehemaliger monarchischer Minister, der aber sich durchgerungen hatte, auf die republikanische Schiene sozusagen umzuschwingen. Und dieser Mann wurde nun auch für die kommenden Jahre eine wichtige Persönlichkeit, zunächst als Regierungschef und dann als Staatspräsident. In großen Teilen des Landes wurde die Ausrufung der Republik mit Freude aufgenommen, denn offenbar traute man der neuen Regierung und dem neuen Staatssystem zu, dass es Probleme lösen könnte, die unter der Herrschaft des Diktators de Rivera liegen geblieben waren. Die Regierung beabsichtigte, Spanien nachhaltig und auch möglichst schnell zu verändern mit einem größeren Aufgebot an verschiedenen Reformen. Und diese Reformen waren sehr einschneidend für die Gesellschaft. Sie rüttelten an den alten Herrschaftsstrukturen, sie rüttelten an dem Übergewicht der reichen Schichten in der Gesellschaft und vor allem rüttelten diese Reformen auch an der traditionell starken Stellung der katholischen Kirche in Spanien. Das Ziel war es also, weitreichende soziale und ökonomische Veränderungen in Spanien herbeizuführen, wobei die Regierung tatsächlich noch einen einigermaßen gemäßigten Kurs fuhr und teilweise längst nicht so radikal war wie Teile der Bevölkerung selbst, was allerdings über die Jahre, wie wir noch sehen werden, zu größeren Verwerfungen und Problemen führen sollte. Entsprechend einer Linksregierung, wie man sich vorstellen kann, waren natürlich vor allem die Hoffnungen bei den einfachen Landarbeitern, bei den Fabrikarbeitern und so weiter besonders hoch. Man verband hier große Hoffnungen mit dem neuen System. Die Landarbeiter beispielsweise erhofften, dass man jetzt nicht nur das Land der Großgrundbesitzer bewirtschaften würde, sondern vielleicht selbst durch Umverteilung Landbesitzer sozusagen werden würde. Die Fabrikarbeiter hingegen hofften auf wesentlich bessere und sichere Arbeitsbedingungen, auf höhere Löhne und so weiter. Und damit konnte man schon sehen, welche gesellschaftlichen Gruppen vor allem Hoffnungen verbanden mit dem neuen System und welche Gruppen natürlich hier die großen Verlierer waren, nämlich Großgrundbesitzer, der alte Adel aus der Monarchiezeit und so weiter. Man muss sich allerdings bewusst machen, dass die linken Gruppen in der spanischen Zweiten Republik nie einheitlich gewesen waren. Man hatte bereits in den Anfangsjahren, also seit 1931 in Spanien, sehr unterschiedliche linke Bewegungen. Man hatte Sozialisten, die ja jetzt zusammen mit Linksrepublikanern in der Regierung waren und die Reformen umsetzen mussten, aber man hatte in Spanien auch durchaus verbreitete anarchistische Bewegungen, die es in diesem Ausmaß in anderen europäischen Ländern so nicht gab. Und man hatte natürlich auch damals schon kommunistische Bewegungen, die sich vor allem an dem sowjetischen Staats- und Regierungsmodell orientierten, also vor allem eine Art Sowjetrepublik errichten wollten oder in den Worten Lenins eine Diktatur des Proletariats. Das bedeutet, man hatte unterschiedliche linke Gruppierungen, die durchaus in den Jahren aufeinanderprallten. Denn insbesondere die Anarchisten waren mit den Veränderungen nicht zufrieden. Man wollte das gesamte kapitalistische System im Grunde zum Einsturz bringen, ähnlich wie kommunistische Kräfte. Und das, was die Regierung tat, was die Sozialisten in der Regierung taten, war für viele Leute in diesen Gruppierungen noch längst nicht weit und radikal genug. Das Ergebnis dieser Entwicklung war, dass die Regierung die Bedürfnisse der unterschiedlichen Gruppen in der Gesellschaft nicht ausreichend bedienen konnte und dadurch natürlich den Hass von links und rechts auf sich zog. Zum einen fühlten sich viele linke Gruppierungen von der Regierung verraten, die würde im Grunde zu lasch bei der ganzen Sache und bei der Umsetzung von Reformen vorgehen. Und auf der anderen Seite hatte man natürlich rechte Kräfte, Rechtsrepublikaner und teilweise, wie wir gleich sehen werden, auch schon faschistische Kräfte, die natürlich auch ein Problem mit der Republik in ihrer bestehenden Form hatten und daran enorm zu rütteln begannen. Zu den ersten und wichtigsten Aufgaben der neuen Regierung, die 1931 an die Macht kam, war es natürlich für diese neue Republik, die jetzt entstanden war, eine Verfassung auszuarbeiten. Denn man wollte natürlich nicht eine alte Verfassung aus einem vorherigen Staatssystem übernehmen, sondern man wollte einen Neubeginn und dafür brauchte man eine neue Verfassung. Und diese Verfassung musste natürlich mit allem brechen, was repräsentativ für das alte System stand. Und daher verwundert es nicht, dass insbesondere die Kirche nun in das Fadenkreuz geriet. Denn die Kirche stand zum einen für die lange Tradition der Monarchie in Spanien und die Kirche hatte auch eng mit dem vorherigen Diktator Miguel Primo de Rivera zusammengearbeitet,
zusammengearbeitet und war damit immer mehr zu einer verhassten Institution für vor allem die linken Teile der Bevölkerung geworden. Der erste Verfassungsentwurf, den man nun ausarbeitete in Spanien, ähnelte sehr stark der Weimarer Reichsverfassung im Deutschen Reich, an der man sich orientiert hatte. Doch die Endversion der Verfassung, die dann schlussendlich verabschiedet wurde, hatte schon wesentlich stärker sozialistische Töne. Das bedeutet, man hatte sozialistische Elemente, die sich überall in dieser Verfassung wiederfanden. Insbesondere Enteignungen waren durchaus eine Möglichkeit, wenn sie im allgemeinen Interesse waren. Und natürlich musste man die Leute dafür entschädigen. Doch die Option für Enteignungen, ein typisch sozialistisches Element, Vergemeinschaftung sozusagen, war möglich. Hinzu kam, dass die neue Verfassung eine weltanschaulich neutrale Verfassung war. Das bedeutet, das Christentum war nicht länger die Staatsreligion und damit konnte sie eben auch keine Sonderrolle im Staat mehr beanspruchen. Aber die Veränderungen gingen noch viel weiter, denn nicht nur war das Christentum keine Staatsreligion mehr, sondern die Kirchen waren noch nicht einmal Körperschaften öffentlichen Rechts. Das bedeutet, sie wurden im Grunde jetzt nur noch als Vereine von der Verfassung betrachtet und damit konnten sie natürlich keine größeren Vorteile aus dem neuen Staat ziehen, keine steuerlichen Vergünstigungen, keine Förderung durch den Staat etc. Insgesamt stand also der Kurs der neuen Regierung darauf, die Kirche möglichst aus dem politischen Leben zu verdrängen. Und dafür beschnitt man eben erheblich ihren Einfluss in der Gesellschaft. Man machte hier aber auch durchaus Ausnahmen, insbesondere für religiöse Orden, die damals wie heute natürlich auch stark bei der Krankenpflege, bei der Altenpflege und so weiter involviert waren. Für diese Orden machte man dann durchaus auch Ausnahmen. Keine Ausnahmen, sondern ganz im Gegenteil Verbote sprach man für diejenigen Orden allerdings aus, deren politische Einordnung zumindest fragwürdig war. Denn es gab durchaus religiös-politische Orden, die sich einer anderen Gewalt untergeordnet fühlten als der spanischen Regierung selbst, insbesondere der bekannte Jesuitenorden, der auch damals in Spanien tätig war und nun in Spanien verboten wurde. Ganz republikanisch-demokratisch wiederum zeigte sich die neue Verfassung im Hinblick auf die Freiheitsrechte, im Hinblick auf Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und so weiter. Dort hatte man enorme Neuerungen erfahren. Die neue Verfassung garantierte Menschen- und Bürgerrechte und weitete sogar die Pressefreiheit erheblich dadurch aus, dass nun die sogenannte Vorzensur entfiel. Damit hatte die neue Verfassung erhebliche demokratische Elemente aufgenommen und war damit weitaus fortschrittlicher im Hinblick auf demokratische Partizipation als jede andere spanische Verfassung zuvor. Die Gesetze zur Reformierung des Landes seit 1931, also Agrarreformen, aber auch diverse Gesetze zur Autonomiegestaltung unterschiedlicher spanischer Regionen, eine Sache, die ja auch bis heute noch immer wieder stark diskutiert wird, löste nun in Spanien seit 1931 eine gewisse Polarisierung aus. Denn man hatte natürlich hier sehr stark eingeschnitten in verschiedene traditionelle Felder, wie gerade beispielsweise bei der Kirche dargestellt. Und natürlich war es nicht so, dass die Gesellschaft die Politik der Regierung 1:1 teilte, sondern man hatte, wie gesagt, in der Gesellschaft unterschiedliche Gruppen, nicht nur im linken Lager, sondern man hatte natürlich auch konservative Kräfte in der Gesellschaft, die mit Enteignungen, mit der Beschneidung der kirchlichen Strukturen im Staat und so weiter nicht viel anfangen konnten. Gerade im ländlichen Spanien versuchten natürlich auch die Großgrundbesitzer ihr Land zu verteidigen gegen die nun eintretenden Ansprüche der dortigen Landarbeiter, selber Landbesitzer zu werden. Das führte teilweise zu brutalen Auseinandersetzungen, gewaltsamen Auseinandersetzungen, wo auch die staatliche Macht immer wieder eingreifen musste und es sich dabei durchaus mit beiden Seiten verscherzte. Vor allem aber wirkten in Spanien seit 1931 die verspätet eingetroffenen Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise, die ja in anderen Teilen Europas schon seit 1929 gewütet hatten. Das führte dazu, dass die Arbeitslosigkeit in Spanien in die Höhe schoss. Bereits Ende 1933 zählte Spanien über 600.000 registrierte Arbeitslose, von denen wiederum 60% aus der einfachen Landarbeiterschaft entstammten. Daher verwundert es nicht, dass die meisten Streiks, die in dieser Zeit in den 30er Jahren losgetreten wurden, eben genau aus dieser Gruppe herauskamen und sich im Landwirtschafts- bzw. im Agrarsektor ereigneten. Somit war 1933 mit Abstand das konfliktreichste Jahr der Zweiten Spanischen Republik und das hatte politisch schwerwiegende Auswirkungen. Nicht nur hatte es die linke Regierung nicht geschafft, die verschiedenen Interessen der Bevölkerung zusammenzubringen, sondern man hatte natürlich auch, dadurch, dass die Regierung schwächelte, auch ein Wiederaufkommen rechter Kräfte begünstigt. Denn man hatte natürlich auch immer mehr Leute, die jetzt sahen, die Regierung kommt nicht klar, linke Politik funktioniert offenbar nicht und orientierten sich wiederum in die rechte Ecke hin zu Rechtsrepublikanern
und auch zu ersten faschistischen Gruppen, die nun in Spanien entstanden. Bereits im Oktober 1933 gründete José Antonio Primo de Rivera, der Sohn des ehemaligen Diktators, eine eigene Partei, die bereits sehr stark faschistische Tendenzen aufwies. Man stellte hier nicht nur die Republik in Frage, sondern das Parteiensystem insgesamt. Denn der Sohn Miguel Primo de Riveras war nicht viel anders als sein Vater im Hinblick auf die Ablehnung von demokratischen und republikanischen Tendenzen. Er wollte im Grunde ein nationalistisch-autoritäres Regime herstellen und orientierte sich dabei, wie gesagt, auch an verschiedenen faschistischen Strömungen, insbesondere natürlich an Mussolinis Italien. Aber auch Adolf Hitler hätte sicherlich einige Punkte dieser Partei unterschreiben können. Man hatte also, wie gesagt, hier durchaus Schnittmengen bei dieser neuen faschistischen spanischen Partei zu den etablierten faschistischen Systemen, darunter ein gewisser Hang zum Militär, ein nicht näher definierter Imperialismus, der eine Rolle spielte, und natürlich auch der Hang zu einem gewissen Nationalbewusstsein und Nationalgefühl, ein Nationalismus. Doch anders als in Italien oder in Deutschland war in Spanien der Faschismus noch bis zum Bürgerkrieg eine verhältnismäßig kleine und schwache Bewegung, was vor allem damit zusammenhing, dass dem Faschismus in Spanien die Grundvoraussetzungen fehlten, die er in Italien und Deutschland vorfand. Denn insbesondere ein starker Nationalismus war in Spanien nicht so einfach umzusetzen, denn Spanien war anders als Deutschland oder Italien in keiner nationalen Identitätskrise. Man war im Ersten Weltkrieg neutral geblieben, war dadurch durch die Veränderungen nach dem Ersten Weltkrieg nur indirekt betroffen worden. Und diese nationale Schmach und Demütigung, die sowohl die Deutschen als auch die Italiener, obwohl Kriegssieger, erlebt hatten, hatte es so in Spanien nicht gegeben. Und daher war der Nationalismus in Spanien nie so stark verankert wie in Deutschland oder in Italien. Unter dem Druck des Zerfalls des linken Blocks und dem Erstarken rechter Kräfte wurde die Regierung seit 1933 in Spanien zunehmend auseinandergerissen und wurde schlussendlich handlungsunfähig, sodass Staatspräsident Zamora Neuwahlen ansetzte. Und bei diesen Neuwahlen setzten sich nun rechte Kräfte durch und drangen in die Regierung. Die neue rechte Regierung machte sich natürlich sofort daran, Reformen, die unter den Linken initiiert wurden, wieder rückgängig zu machen. Die großen Profiteure dieser neuen Politik waren natürlich die Reichen in der Gesellschaft, insbesondere die Großgrundbesitzer, und die großen Verlierer waren die Arbeiterschaft, die Industriearbeiter, die Landarbeiter, deren Löhne nun sprunghaft einbrachen. Die Folge war eine massive Radikalisierung, insbesondere der Landarbeiter. Es kam also in den Jahren seit 1933 immer wieder zu verschiedenen Krisen und Aufeinandertreffen zwischen staatlicher Gewalt und verschiedenen linken Gruppen innerhalb der Gesellschaft. Man hatte nach wie vor mit Streiks zu kämpfen und anderen Formen von Aufständen. 1934 folgte dann der größte Streik von Landarbeitern in der spanischen Geschichte bis dato, wobei es zu Tausenden von Verhaftungen kam und auch zur Zerschlagung diverser Arbeiterorganisationen, womit die rechte Regierung im Grunde den linken Kräften im Staat offen den Krieg erklärte. In Folge machte sich bei den unterschiedlichen linken Kräften der Eindruck breit, dass Spanien kurz davor wäre, in einem faschistischen System zu versinken. Das führte vor allem dazu, dass im linken Sektor sich einige Kräfte wieder zusammenrissen und versuchten, erneut zusammenzuarbeiten. Denn man sah jetzt nun die eigenen Differenzen, die man untereinander hatte, als ein geringeres Problem als die Möglichkeit, dass Spanien in einem faschistischen System aufgehen könnte. Daher schloss man sich jetzt wieder zusammen, insbesondere auch Linksrepublikaner und Sozialisten dachten darüber nach, ob man möglicherweise die Koalition von 1931 nochmal aufleben lassen könnte, und somit bildete sich in gewisser Weise ein linker Block, ein linkes Sammelbündnis gegen die rechten Tendenzen. Die Fronten blieben also verhärtet und auch verschiedene Regierungsumbildungen konnten die gesellschaftliche Lage nicht verbessern, sodass schlussendlich die rechte Regierung kollabierte und Staatspräsident Zamora 1936 erneut Neuwahlen ansetzte. Bei den nun anstehenden Wahlen im Jahr 1936 stellte sich erstmals ein neues linkes Bündnis zur Wahl, die sogenannte Volksfront, die jetzt nun ein gemeinsames Ziel verfolgte, nämlich den Umschwung Spaniens in ein faschistisches System zu verhindern. Dabei hatten die unterschiedlichen Parteien, die sich nun in dieser Volksfront versammelten, natürlich ideologische und politische Unterschiede, über die man aber jetzt zunächst einmal hinwegsah, weil man die Gefahr von rechts als die größere erachtete. Die Wahlen ergaben dann tatsächlich ein überwältigendes Ergebnis für
das linke Bündnis. Doch kurz nachdem die neue Regierung nun eingesetzt war, brachen die alten Konflikte der unterschiedlichen linken Gruppierungen wieder auf und stellten die Handlungsfähigkeit der neuen Regierung quasi nur Monate nach ihrer Etablierung in Frage. In dieser weiter angespannten Lage nach der Wahl der Volksfront im Jahr 1936 zeigte nun eine weitere Kraft im Staat ihr Gesicht, die sich vorher noch relativ bedeckt gehalten hatte, nämlich das Militär. Dass Putschabsichten bestanden, war im Jahr 1936 der Regierung durchaus bewusst gewesen. Denn im Militär hatte man natürlich vor allem unter den hohen Offizieren eine große Riege an ehemaligen Monarchisten, die mit dem republikanischen System von Anfang an auf Kriegsfuß gestanden hatten. Die neue Regierung antwortete auf die Bedrohung durch das Militär damit, dass man einflussreiche militärische Befehlshaber, also vor allem Generale, in die verschiedenen spanischen Kolonien versetzte und dort dafür sorgte, dass die oberste Militärgewalt bei republiktreuen Militärs lag. Zum Funken schließlich, der dann den Militärputsch und den folgenden Bürgerkrieg auslösen sollte, wurde ein Doppelmord bzw. zwei aufeinanderfolgende Morde, die in direkter Verbindung zueinander standen. Zunächst einmal wurde am 12. Juli 1936 José Castillo, ein republikanischer Leutnant, von einer radikal rechten Gruppierung umgebracht. Nur einen Tag später starb als Vergeltung darauf der Führer der Monarchisten im Parlament. Und es war zu erwarten, dass rechte Bewegungen und die monarchietreuen Kräfte innerhalb des Militärs, die konservativen Kräfte, diese Chance nun nicht ungenutzt lassen würden, den Putsch, den man schon länger geplant hatte, nun in die Tat umzusetzen. Tatsächlich kam es in Folge zu einem Putsch des Militärs mit anschließendem Bürgerkrieg, der bis 1939 tobte. Dieser Bürgerkrieg führte zur Auflösung der Zweiten Spanischen Republik im Jahr 1939 und zur Etablierung eines autoritären Regimes unter dem General Francisco Franco, das über Jahrzehnte bestehen sollte. Doch was es mit dem sogenannten Spanischen Bürgerkrieg auf sich hat, was dort passierte und wie dieser Krieg grob verlief, das schauen wir uns dann in einer eigenen Folge an. So viel erstmal bis hierhin in dieser kurzen Folge zur Zweiten Spanischen Republik von 1931 bis zum Ausbruch des Bürgerkriegs im Jahr 1936. Ich fasse zusammen. Mit dem Abtreten des Diktators Miguel Primo de Rivera im Jahr 1930 endete eine jahrelange spanische Diktatur, die de facto aber immer noch eine spanische Monarchie war. Mit dem Ende der Diktatur war nun die Frage, was sollte mit Spanien passieren? Sollte man zurückkehren zur alten Monarchie der Vordiktatur-Ära oder sollte man einen neuen Weg bestreiten? Am Ende konnten sich linke Kräfte durchsetzen, die die Etablierung einer spanischen Republik gefordert hatten. Doch diese spanische Republik hatte von Anfang an das Problem, dass sie sehr unterschiedliche Interessen miteinander vereinen musste. Man hatte starke linke Bewegungen, die aber durchaus sehr unterschiedlich waren. Man hatte Sozialisten, Kommunisten, Anarchisten mit sehr unterschiedlichen Ideen und Prinzipien, was man mit dieser Republik eigentlich machen wollte. Und man hatte natürlich auch wieder aufstrebende konservative Kräfte, monarchistische Kräfte im Land, bis hin sogar zu faschistischen Kräften, die nun auch in Spanien entstanden, und damit kam es zu einem Aufeinanderprallen unterschiedlicher Interessen. Die Politik der linken Regierung in Spanien war zunächst einmal darauf gemünzt, Reformen umzusetzen, die die einfache Bevölkerung stärken sollten. Man wollte also den Landarbeitern den Besitz eigenen Landes ermöglichen, man wollte die Löhne und Arbeitsbedingungen der Industriearbeiter verbessern und man wollte vor allem die Kirchen im Staat zurückdrängen, denn die Kirche in Spanien stand zum einen stellvertretend für das monarchische System, das man über Jahrhunderte gehabt hatte, und zum anderen hatte die Kirche auch eng mit dem ehemaligen Diktator zusammengearbeitet und war damit den linken Kräften im Staat in gewisser Weise verhasst. Durch die unterschiedlichen Konflikte der linken Bewegungen zerbrach die linke Regierung schlussendlich und wurde 1933 durch eine rechte Bewegung ersetzt, die versuchte, die Reformen rückgängig zu machen. Doch auch die rechte Regierung hatte nach wie vor mit Aufständen innerhalb der Bevölkerung zu kämpfen und mit der Gegenwehr der unterschiedlichen linken Kräfte. Das führte 1936 erneut zu einem Zusammenbruch der Regierung und zur Bildung der sogenannten Volksfront, einer gemeinschaftlichen linken Regierung, die nun an die Macht rückte, und damit hatte einmal mehr die Regierung jetzt wieder gewechselt. Doch diese Entwicklung war den Militärs ein Dorn im Auge, die in ihrer Mehrheit, zumindest in der Führungsetage, noch monarchistisch dachten. Und nun versuchte man, einen Putsch in Gang zu setzen, der schlussendlich Erfolg haben sollte. Und dieser Putsch führte in einen Bürgerkrieg, der zwischen 1936 und 1939 wütete und zur Auflösung der Zweiten Spanischen Republik führte. Am Ende der Entwicklung kam ein autoritäres Regime unter dem Militär Francisco Franco heraus, das für Jahrzehnte existierte. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenvorschlägen, anderen Anregungen und Ähnlichem.
Und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal. Bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut.